So, Thema häufig gestellte Fragen. Die Frage aller Fragen, glaube ich, ist, ob es uns bewusst ist, dass der Magirus hier an die 40 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Dazu gibt es eine ganz klare Antwort. Nein, ist es uns nicht. Weil diese magischen 40 Liter, die kennt, glaube ich, jeder, der sich mit dem Modell 12025 bzw. 12023 beschäftigt hat. Diese magischen 40 Liter, das ist ein Vergleichswert aus dem MAN Cat 1. Der hat denselben Motor sitzen wie der 12025, auch einen luftgekühlten V8. Allerdings MAN Cat einen Wandler zwischen dem Getriebe und dem Motor. Wir haben eine stinknormale trockene Kupplung. Alleine durch dieses kleine technische Detail ist der Verbrauch bei dem 12025 um einiges niedriger. Bei der Überführungsfahrt waren wir irgendwo im Schnitt bei 26 Liter. Klar, der Koffer war leer. Das wäre natürlich ein Traum, wenn er bei 26 Liter bleiben wird, aber wird er nicht tun, wenn er voll beladen ist. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ich sag mal, für den LKW von dieser Gewichtsklasse mit Allradverbrauch um die 30 Liter ist vollkommen legitim, meines Erachtens nach. Klar geht es günstiger, aber wir wollten halt unbedingt diesen V8 haben. Die Gründe dazu werde ich gleich auch nochmal nennen, weil ich habe heute noch eine E-Mail gekriegt, warum wir uns überhaupt für den 12025 entschieden haben und ja, da möchte ich gleich auch ein bisschen näher drauf eingehen. Also, warum 12025? Erstens, der Motor, der hat kein Turbo. Das ist ein luftgekühlter V8 mit 12,600 und ein paar zerquetschten Kubikzentimeter Hubraum. Ohne Turbo, sprich ein ganz normaler Sauger, keine Elektronik drin, einzeln stehende Zylinderlaufbuchsen, einzelne Zylinderköpfe. Das ist zwar eine veraltete Technik, aber diese Technik ist so konzipiert, dass man selbst in Kasachstan mit einem vernünftigen Knarrenkasten einen Zylinderkopf oder eine Zylinderlaufbuchse aus dem Motor entnehmen kann. Das war für uns einer der ausschlaggebenden Punkte, also sprich die Schrauberfreundlichkeit. Ja, die Luftkühlung, die gefällt mir auch sehr gut. Wie oft haben wir im Berufsleben oder habe ich im Berufsleben erlebt, dass Fahrzeuge liegen bleiben aufgrund einer defekten Wasserpumpe, aufgrund defekten Keilriemenriemens oder Keilriemens. Bei dem Modell kann man den Lüfter feststellen, auch wenn der Keilriemen runterfliegt und trotzdem weiterfahren. Das sind alle so Kleinigkeiten, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen genauer beschäftigt, die echt uns in die Karten gespielt haben. Ja, dann, Moment, ich muss mal eben, ich habe mir da ein paar Notizen, beziehungsweise, ja, ein paar Notizen zugemacht. Was sind das noch für Fragen, die uns gestellt werden? Ach ja, die geilste Frage erreichte mich gestern Abend. Ja, wir hätten jetzt seit längerer Zeit nichts mehr gefilmt oder auch keine Bilder gepostet. Nein, wir haben uns nicht getrennt. Ja, es wurde definitiv nachgefragt, ob wir uns getrennt hätten oder ob Patricia mich verlassen hätte. Nein, es ist noch nicht so. Wir arbeiten dran. Nein, Scherz. Ähm, ach ja, was ich noch zu dem Motor sagen wollte. Bei dem 12025 ist ein ZF-Getriebe, ein Sechsgang-Schaltgetriebe verbaut. Also ganz einfaches, robustes Getriebe, wo selbst die hiesige Iveco-Vertretung
gesagt hat, dass das Getriebe eigentlich unkaputtbar ist, sobald da ein bisschen Öl oder sobald da Öl drin ist. Äh, Wäre so ziemlich das beste Getriebe, was damals bei den Modellen verbaut wurde. Dann, was uns natürlich auch ein bisschen beschäftigt hat, war der Radstand vom LKW. Wir haben 3750 mm. Somit ist ein Koffer von 5 Meter Länge durchaus umsetzbar mit gekürzter Kabine. Und diese 5 Meter, die möchten wir auf jeden Fall auch haben. Ähm, So, und die Aspekte haben halt dazu geführt, dass wir genau dieses Modell gesucht und auch gefunden haben. Ja, dann ähm, Thema Zulassung. Das war auch jetzt schon ein paar Mal vorgekommen. Äh, Die Frage, wie wir den LKW zulassen wollen. Also, habe ich gekleckert? Jo, habe ich. Ähm, Thema Zulassung. Der wird auf jeden Fall als Wohnmobil umgeschlüsselt. Es gibt einige Vorteile durch Wohnmobilzulassung in Deutschland, aber auch im Ausland. Wenn man auch so verschiedene Videos anguckt von Gustav oder ne, mit dem wie heißt der Mercedes mit der Haube vorne? Cetros. Cetros? Ich glaube ja. Ähm, Der wurde auch irgendwo in Kroatien oder Slowenien rausgezogen. Die wollten auch explizit wissen, ob das ein Wohnmobil oder ein LKW ist, weil scheinbar diese Frage LKW Sonntagsfahrverbot ist nicht nur in Deutschland aktuell. Daher auf jeden Fall Zulassung als Wohnmobil. Klar gibt es auch ein paar Nachteile. Es fängt bei den Fenstern an. Also wenn Zulassung als Wohnmobil, dann müssen wir auch Fenster haben mit E-Prüfzeichen. Die sind natürlich dementsprechend um einiges teurer wie handelsübliche Fenster, die man verbauen könnte. Würde ich zwar nicht machen, aber man könnte es. Ähm, ja, dann, was uns auch noch recht oft erreicht, welche Frage, ähm, wo wir den Koffer bauen lassen. Oder ob wir einen Shelter draufsetzen. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir den Koffer selber bauen. Ja. Ähm, Geplant ist ein Fachwerk aus Alu-Vierkantrohr. Also ein komplettes Gestell, schon mit Aussparungen für die Fenster, für die Eingangstüre, Verstärkung im Bereich der Rückwand für die Hebebühne, also sprich für den Gepäckträger hinten. Dann werden wir die Kabel, wo wir jetzt schon wissen, wo ich sag mal die Endverbraucher dann sein werden, im Vorfeld schon mal in dem Gerüst verlegen, in Leerrohren, dass man trotzdem agieren kann, wenn man doch irgendwas sich abfährt oder ein Kabel mehr durchziehen muss und. Ähm, Dieses Fachwerk wird von außen beplankt mit einer Aluplatte, also auf 5 Meter Länge, komplett einzelne Aluplatte. Ähm, Dann wird das Fachwerk isoliert. Und nein, dann kommt nicht die Innenwand, weil da kommen nämlich jetzt die Profis, die ab und zu mal bei uns auch auf dem YouTube-Channel sind und werden sagen, ey Leute, da habt ihr aber Kältebrücken eingebaut. Richtig. Um dem vorzubeugen, wird dann quasi die Isolierung und das Fachwerk komplett nochmal isoliert. Also wir werden bei den Wänden 60 mm Isolierung haben, bei der Decke und Bodenplatte 80 mm. Was danach kommt, also von innen kommt dann auf jeden Fall Holz, alleine wegen Raumklima und auch Optik. Äh, Das wird zwar alles recht hell gehalten, aber es kommen Holzwände, ist einfach angenehmer und mögen wir auch beide leiden. Ja, das ist einmal das Thema Koffer.
Ja, Zwischenrahmen habe ich schon vorhin erwähnt, federgelagert. Ähm, Den schneiden wir nicht selber, den lassen wir, also die einzelnen Komponenten lassen wir anfertigen, weil das ist doch etwas viel und ich habe auch hier nicht die Möglichkeit zu lasern oder beziehungsweise zu fräsen. Daher lassen wir das machen auf Maß. Verschweißt wird er allerdings hier, das machen wir selber. Auch angepasst an den LKW mit den Federlagerungen und so weiter, das machen wir alles selber. Zeitraum. Zeitraum ist auch so eine Frage, erreicht uns auch des Öfteren. Klar, je schneller man fertig ist, desto besser ist das. Aber da muss ich, glaube ich, ein bisschen an die Worte von Ulrich Dolde, den eigentlich jeder aus der Szene kennt, denken. Fertig ist man nie. Klar, wir wollen oder wir bestreben, irgendwo in 1,5 bis 2 Jahren so die ersten Übernachtungen in dem LKW machen zu können. Ob das gelingt, das hängt von vielen Aspekten ab. Gesundheit, Job und. Wir wollen auf jeden Fall nichts überstützen. Wir haben noch Zeit, bis wir auf große Reise gehen können. Insofern ist hier auch keine Eile geboten. Nur klar, man will auch irgendwann mal fertig werden oder beziehungsweise sich auf andere Sachen konzentrieren. Deswegen machen wir so peu à peu nach und nach weiter. Ja, zum Thema Kosten kann ich nicht viel sagen, weil das wird sich irgendwann mal zeigen, wenn die großen Komponenten wie die Heizung, wie Solarplatten, Fenster, Türen angeschafft worden sind. Dazu muss ich aber jetzt schon sagen, die günstigste Anschaffung, glaube ich, ist der LKW an sich. Alles andere, was drum zukommt, das geht schon ins Geld, aber das war uns auch von vornherein bewusst. Was wurde noch gefragt? Da muss ich eben überlegen. Ach ja, wie viele Sitzplätze wir vorne in der Kabine einbauen wollen. Da sind 2 Sitzplätze und ein Platz für den Hund, wo wir den auch während der Fahrt anschnallen können. Ja, so ist das geplant. Im Fahrerhaus kommt noch eine Kühlbox hin. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt bei dem Video von der Kabinenkürzung. Ja, was war noch? Moment, ich schaue noch mal nach. Ah ja, was ich gelernt hätte. Also ich bin tatsächlich gelernter Kfz-Mechaniker. Ich habe meine Kfz-Ausbildung vor 22 Jahren, ja, 22, 21 Jahren abgeschlossen. Arbeite aber jetzt seit längerer Zeit zwar im Kfz-Betrieb, aber eher im Büro. Nichtsdestotrotz weiß ich immer noch, wie man eine Knarre bedient oder einen Schlagschrauber. Ich weiß auch, ich weiß auch, in welche Richtung die Schrauben sich lösen und in welche die festgezogen werden. Klar, eine Druckluftbremse ist auch für mich, ich sag mal, relativ neues Thema. Geschraubt habe ich an so einer Bremse noch nie, aber bei der Ausbildung vor über 20 Jahren, da haben wir das Thema mal angeschnitten. Aber da fuchst man sich durch. Ne? Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare. Das freut uns immer wieder, wenn wir abends irgendwie zusammensitzen und am Plan sind und da kommt eine E-Mail oder ein nettes Kommentar oder ein gefällt mir mehr und klar, das sind keine lebenswichtigen Dinge, aber die freuen einen doch schon sehr. Insofern macht weiter so. Wir sehen uns bald. Ciao.